Im Jahr 1997 wurden zum ersten Mal Siebenlinge geboren und allen Kindern gelang es zu überleben. Damals musste ihre Mutter viel ertragen, sowohl von der schweren Schwangerschaft als auch von den langwierigen Wehen. Zudem äußerte die Öffentlichkeit ihr Unmut darüber, dass sie ihre Kinder einem Risiko aussetzte und ungesundes Nachkommen zur Welt brachte. Es wäre besser gewesen, die kräftigeren Kinder zu behalten und die anderen nicht zu quälen. Wie das Leben aller 7 Kinder weiterging, erfahren Sie in unserem Artikel. Nachdem der Ultraschall gezeigt hatte, dass die schwangere Bobby McKegaye 7 Kinder bekommen würde, wurde ihr und ihrem Mann Kenny geraten, nicht alle Kinder zu behalten, da die Überlebenschancen gering waren. Beide Ehepartner waren von dieser Idee entsetzt und sagten, dass sie bereit seien, das Risiko einzugehen und möge alles in Gottes Händen liegen. Zu diesem Zeitpunkt war es tatsächlich eine riskante Entscheidung und das Paar sah sich mit Vorwürfen konfrontiert. Die Kritik erreichte ihren Höhepunkt, als Bobby 9 Wochen vor dem Termin Wehen bekam. Gleichzeitig hielt ganz Amerika den Atem an. Bobby wurde am 19. November 1997 ins Krankenhaus gebracht und an diesem Tag wurden Kenny, Kelsey, Natalie, Brandon, Alexis, Nathan und Joel geboren, 4 Jungen und 3 Mädchen. Die Ärzte waren sehr besorgt, dass nicht alle Kinder gerettet werden könnten. Selbst wenn die Kinder lebendig geboren würden, sagten die Ärzte, dass die Überlebenschancen extrem gering seien. Dennoch überlebten alle Babys nicht nur die ersten Tage nach der Geburt, sondern leben mittlerweile schon fast 20 Jahre erfolgreich. Jedes Jahr ist der 19. November für diese Familie ein großes Fest. Wie könnte es anders sein? Schließlich gibt es gleich 7 Geburtstagskinder. Die Zeit vergeht so schnell, sagt die Mutter. So viel ist in dieser Zeit passiert. Freude und Trauer, schöne Momente und Zeiten, in denen die Nerven am Ende waren. Aber das alles hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Aber damals, am Tag der Geburt, als der Arzt vor die Kameras trat und verkündete, die Geburt war erfolgreich, 4 Jungen, 3 Mädchen, alle leben und sind gesund, wandelte sich die öffentliche Meinung von Wut in Milde. Die frisch gebackenen Eltern erhielten sogar einen Anruf von Präsident Bill Clinton mit Glückwünschen. Oprah gratulierte der Familie in ihrer Abendshow zu diesem bedeutenden Zuwachs und die Menge an Blumen und Glückwünschen von Fremden war kaum zu zählen. Unter den Geschenken war auch ein Haus, ein Minivan, Vorräte an Lebensmitteln, Windeln für die ersten 2 Jahre und die volle Übernahme der Studiengebühren an einem College und der staatlichen Universität von Iowa. Man muss zugeben, dass all diese Geschenke keineswegs überflüssig waren. Die Babys tranken jeden Tag 42 Fläschchen Nahrung und benötigten 52 Windeln. Solche Ausgaben hätten eine ernsthafte Belastung für die Eltern darstellen können. Mit der Zeit, als die Kinder älter wurden und die Aufmerksamkeit der Presse nachließ, mussten die McKegayes jedoch die finanziellen Herausforderungen bewältigen, um 7 Kinder gleichzeitig ein angemessenes Leben zu bieten. Glücklicherweise gelang es den Eltern, zumindest die alltäglichen Fragen einigermaßen zu regeln. Die Kinder wuchsen gehorsam, fähig und dankbar auf, sodass das Aufräumen des Hauses, die Vorbereitung der Hausaufgaben, das Kochen, die Wäsche und andere ähnliche alltägliche Aufgaben gemeinschaftlich bewältigt wurden. 20 Jahre nach der Geburt der Siebenlinge lebt die Familie McKegaye immer noch in demselben Haus, das sie damals geschenkt bekamen, und nutzt immer noch den gleichen Minivan. Möglicherweise ist dieses Haus nach amerikanischen Maßstäben recht bescheiden, und das 20 Jahre alte Auto ist nicht das Beste für eine so große Familie, vor allem angesichts des Wachstums der Kinder, aber die Eltern ziehen es vor, ihr Geld in dringendere Dinge zu investieren. Außerdem gibt es immer Gründe für Ausgaben. So heiratete die älteste Tochter Michaela vor relativ kurzer Zeit, und alle 7 ihrer Geschwister waren selbstverständlich auf ihrer Hochzeit. Ich denke, ohne Freunde und Familie hätten wir es kaum geschafft, erzählt die Mutter Bobby. Jedes Mal, wenn wir Hilfe benötigten, bot sich jemand an, uns zu helfen. Das ist einfach eine unglaubliche Unterstützung. Das ist der Stein, der es uns allen ermöglicht, fest auf dem Boden zu stehen. Mit einer solchen Unterstützung scheint die Familie keine Probleme gehabt zu haben. Dennoch mussten die McKegayes mit Herausforderungen umgehen, bei denen kaum jemand helfen konnte, außer den Ärzten. Tatsächlich wurden 2 der Kinder, Alexis und Nathan, mit Zerebralparese geboren.
Beide mussten mehrmals operiert werden, Nathan wurde sogar am Rücken operiert, damit er gehen konnte. Insgesamt fühlten sich beide Kinder jedoch wohl und erhielten ausreichend Aufmerksamkeit. Im Jahr 2013 nahm Alexis sogar an einem Schönheitswettbewerb für Kinder mit Behinderungen teil. Nach dem Schulabschluss zogen, abgesehen von 2 Kindern, die in der Heimatstadt bleiben wollten, die anderen im ganzen Land um. Einer von ihnen trat in die Armee ein, 4 zogen in einen anderen Bundesstaat, wo sie Stipendien für die Ausbildung erhielten. Wenn sie zurückblicken, bedauern weder Bobby noch ihr Mann Kenny irgendetwas. Ich denke nicht, dass man in unserer Situation über etwas bedauern kann. Es gibt nur Freude, Stolz und Glück. Interessant ist auch die Geschichte von Anton Kudryavtsev aus Omsk. Er ist das Oberhaupt einer Familie mit 9 Kindern, 5 eigenen und 4 Adoptivkindern. Seine Geschichte können Sie in unserem Artikel Die Freude an einer Großfamilie lesen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.